In den letzten Wochen haben sich doch so einige neue Einkäufe bei mir angesammelt und deswegen dachte ich, mache ich da gleich ein neues Haul-Video zu und zeige euch dann einfach so direkt die Sachen, so wie immer eigentlich. Und ich fange mal mit den Sachen an, die ich noch vor dem Dänemark-Urlaub gekauft habe. Zum einen habe ich mir da neue Handschuhe gekauft. Also eigentlich habe ich noch Handschuhe, die sind aber schon 6 oder 7 Jahre alt. Also ein Wunder, dass ich die überhaupt noch habe und nicht schon längst verloren habe oder so. Aber die sind schon so mega abgegrabbelt und an den Fingern sind die schon so ziemlich eklig und die sind aus Wildleder und deswegen sehen die einfach nicht mehr so schön aus. Und deswegen habe ich mir neue geholt und diese hier sind von COS. Sind so coole grüne Lederhandschuhe, die so auch ein bisschen gefüttert sind. Und die sehen halt super schick aus und ich wollte mal was anderes als schwarze Handschuhe. Und da ich ja sowieso generell mehr so neutrale Farben trage, ist grün eigentlich mal eine coole Farbe so für Handschuhe und ja, die finde ich auf jeden Fall super schön. Als nächstes habe ich eine Vase und zwar diese hier. Die ist ziemlich groß und ich war halt auf der Suche nach einer schönen weißen Vase. Und es gibt eigentlich dieses Design auch bei Bolia, also diese Vase sozusagen mit dieser Form, nur in etwas kleiner und matt, die ich eigentlich ursprünglich haben wollte. Die war aber irgendwie überall ausverkauft, beziehungsweise ich habe sie einfach nicht mehr bekommen. Und habe dann diese hier bei Urbanara gefunden. Und die ist halt ein bisschen größer und glänzt, aber ist eben genauso schön. Und ich finde halt dieses Origami-mäßige total cool an der Vase. Und die sieht sowohl mit Blumen drin schön aus, als auch ohne, einfach so, wenn sie auf dem Tisch steht. Und ja, die ist einfach, hat ein super cooles Design, finde ich. Als wir in Dänemark waren, waren wir noch an 2 Tagen in Kopenhagen unterwegs. Und da haben wir natürlich auch so ein bisschen was eingekauft. Und als hätte ich nicht schon genug Vasen, habe ich mir da nochmal eine Vase gekauft. Und zwar diese hier. Und diese hat sie die Knoblauchvase getauft. Ja, die sieht halt irgendwie aus wie so eine Knoblauchknolle. Jedenfalls habe ich die bei Tiger gekauft. Das ist so ein allerlei Krimskramsladen irgendwie. Da gibt es alles von Dekokram bis über Notizblöcke oder Tee oder Gewürze und irgendwie so ähnlich wie Nanunana bei uns. Und die habe ich direkt mitgenommen, weil die einfach ein relativ außergewöhnliches Design hat und ja, ich finde sie einfach cool. Und die hat 10 Kronen gekostet, also echt so ein bisschen über einen Euro. Und ja, warum nicht? Weiter geht's mit einer weiteren Deko-Sache und generell ist dieser ganze Haul irgendwie ziemlich einrichtungslastig. Jedenfalls ist das nächste Teil dieses hier und ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Jedenfalls stellt man das so hin und man kann halt, wenn man möchte, irgendwelche Sachen hier reinstellen. Zum Beispiel, was ich cool fänden würde, wäre so ein kleiner Kaktus, am besten noch ohne Pot, sondern einfach direkt mit der Erde drin. Oder eine andere Pflanze, je nachdem, was man da so hat. Jedenfalls habe ich das bei Magasin gekauft. Das ist so ein großes Kaufhaus in Kopenhagen, also irgendwie vergleichbar mit dem KaDeWe, würde ich sagen. Und die haben da eine ultra gute Einrichtungsabteilung. Also sind so viele coole skandinavische Marken vertreten. Also Hey zum Beispiel, Firm Living, Hausdoktor und ja, keine Ahnung, ziemlich viele gute Marken einfach und coole Sachen. Und das hier war jetzt von der Eigenmarke von Magasin. Und das Coole an dem Kaufhaus ist, dass man da als Tourist, also Ausländischer mit ausländischem Pass, 10% auf alles bekommt. Und das ist schon ziemlich verlockend, gerade wenn es da so coole Artikel gibt, wie das hier zum Beispiel. Und ja, das ist einfach eine super coole Deko-Sache, finde ich. Als nächstes habe ich in Kopenhagen eine Wolldecke gekauft. Und zwar diese hier. Hier so sieht sie aus mit so einem coolen geometrischen Muster. Die ist von Twist & Trill und die kann man eigentlich auch bei uns kaufen, also online oder auch in manchen Läden, wie zum Beispiel Kauf dich glücklich oder ich glaube auch in KaDeWe. Na, jedenfalls war ich dort aber an der Quelle, weil es eine dänische Marke ist und habe dann halt im Endeffekt 10 Euro gespart. Klingt jetzt nicht nach so viel, aber 10 Euro sind am Ende 10 Euro. Und ja, diese Decke war schon länger auf meiner Wunschliste, aber ich habe sie mir halt irgendwie nie gekauft und da war jetzt einfach die optimale Gelegenheit dafür. Ja, ist einfach eine super schöne Wolldecke, die was hermacht, aber auch schön kuschelig ist. Und gerade wenn man eine Ledercouch hat, ist einfach so eine Decke irgendwie optimal, weil eine Ledercouch ist einfach manchmal ziemlich kalt unterm Popo und da kommt so eine kuschelige Decke gerade recht und die sieht super schön aus. Das nächste Teil ist ehrlich gesagt ein ziemlicher Spontankauf gewesen und hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber ich habe es trotzdem mitgenommen. Und zwar ist das diese Tasche hier, die gab es bei Moss Copenhagen. Und es ist halt so eine kleine Ledertasche. Ich weiß noch nicht so richtig, wofür ich die benutzen werde. Entweder so als Make-up-Tasche für unterwegs oder generell so als kleine Klatsch irgendwie, wenn man abends halt nur so ein bisschen mitnehmen möchte. Ich fand das Design halt einfach super schön und die Farben irgendwie. Und Daisy hat sich auch eine geholt, weil sie die auch cool fand. Und ja, irgendwie wird sie schon einen Zweck finden und sie sieht halt einfach schön aus.
Ich stöbe eigentlich gerne mal so in ausländischen Magazinen rum und auch wenn ich nicht so viel verstehe, aber manchmal sind die Themen einfach anders oder ja, es reicht halt einfach, wenn man so ein bisschen durchblättert und sich die Bilder anguckt. Jedenfalls habe ich in Dänemark einmal die Elle gekauft und da ist das Cover irgendwie besonders schön gewesen in dem Monat. Ja, das einmal und dann habe ich noch die Cover gekauft und auch hier war das Cover schön und wie ihr vielleicht wisst, benutze ich Magazine gerne mal so als Fotounterlage für Blogposts oder so. Und eigentlich war ich auf der Suche noch nach dem Magazin Style. Das ist halt eigentlich ein schwedisches Magazin, aber ich habe irgendwie gehofft, dass ich das doch irgendwie da in irgendeinem Kiosk oder ja, Buchladen oder sonst was finde. Habe ich aber leider nicht gefunden. Ich weiß halt nicht genau, wo die überall auf der Welt verkaufen. Also auf jeden Fall in Schweden und neuerdings glaube ich auch in New York, aber Dänemark anscheinend nicht. Jedenfalls habe ich es nicht gefunden. Vielleicht weiß einer von euch was. Ja, jedenfalls die zwei Magazine und bei der Elle war noch der dekorative Teil dazu. Dekorative Teil? Einrichtungsteil, also Elle Decoration. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine super gute Sache für mich. Da blätter ich auch super gerne rum. Ja. So als erstes von den Sachen, die ich in Kopenhagen gekauft habe, habe ich nur noch so ein paar Knabberkram-Sachen. In Tiger haben die nämlich so ein paar leckere Sachen irgendwie im Angebot. Da habe ich zum einen diese Knäckebrotstreifen und das ist jetzt die Dill and Onion Variante und die haben übelst lecker geschmeckt und da ist auch kein Scheiß drin und das ist halt ein guter Snack für zwischendurch und ja, ich mag es halt irgendwie gerne so ausländische Essenssachen, auch wenn es jetzt nicht irgendwie typisch ist oder so. Ja, aber so in Supermärkten oder halt allgemeine Essenssachen irgendwie einzukaufen und so als Souvenir irgendwie mitzunehmen und von denen weiß ich, dass sie auf jeden Fall lecker sind. Und dann habe ich hier noch das hier geholt, so Cantuccinis mit Mandeln. Als Verpackungsmensch muss ich zugeben, dass mich da hauptsächlich die Verpackung angesprochen hat. Die war halt irgendwie ansprechend. Aber ich glaube, dass es halt auch so ziemlich lecker sein wird und einfach so zum Snacken oder zu Tee und Kaffee oder so. Ja. So, und jetzt habe ich nur noch eine allerletzte Sache und auf Instagram habe ich schon so einen kleinen Teaser gepostet und jetzt enthülle ich, was sich in dieser Tüte befand. Und zwar habe ich mir Boots gekauft und zwar die schönen Jensen Boots von Acne Studios. Das sind diese, die super schön spitz zulaufen und einfach so einen ultra klassischen Schnitt haben und einfach ultra cool aussehen. Und ich habe jetzt die neue Version und die hat nämlich hier noch so eine, ja, wie sagt man, Applikation, Hardware-Applikation, die zum einen den Schuh so ein bisschen schützen soll und zum einen sieht es auch cool aus, muss ich sagen. Ich hatte schon günstigere Versionen von dieser Art Schuh, aber die sind mittlerweile einfach total durchgelatscht und da hoffe ich, dass mir diese Schuhe länger erhalten bleiben und auf jeden Fall werde ich sie hegen und pflegen. So, das war's mit meinem Haul-Video. Das waren alle Sachen, die ich vor, während und nach unserem Dänemark-Urlaub gekauft habe. Ich hoffe, das war interessant für euch. Ich persönlich mag ja ganz besonders so Hauls, die Interieur- und Deko-Sachen beinhalten. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!